Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Ich schaue mir mal an, was der Tag so an Energie mitbringt. Wir machen ein 3-Karten-Reading. Na, ich sag ja, meine Hände werden immer kleiner. Lassen Sie mal noch zugedeckt liegen. Wunderbar. Hier geht es ein bisschen darum zu gucken, was ist gerade los, wie kriegen wir da irgendwelche Tipps, was wir jetzt tun können und wo endet es dann. So. Wir legen mal los mit der Karte. Was ist hier los? Der Ausgangspunkt ist die Transformation. Was uns hier hilft, ist, wenn wir angucken, wo wir nicht im Frieden mit sind, wo wir vielleicht auch Familienthemen haben, Konstrukte, in denen wir feststecken. Und genau hier liegt jetzt der Transformationsbereich mit dem Schmetterling drauf. Es geht auch so ein bisschen darum, zu analysieren, für sich selber zu gucken, wo etwas nicht stimmig ist oder wo man etwas auch nicht mehr braucht. Bei der Schmetterlingskarte ist es hier tatsächlich so, dass man davon ausgehen kann, dass schon gewaltige Veränderungen am Wirken sind. Wir befinden uns am Anfang davon, was diese Karte ja auch sagt. Die liegt auf der ersten Position. Wir verlassen Strukturen, die uns einengen. Ansichten, die wir lange hatten, die wir vielleicht auch so mit auf den Weg gekriegt haben, also wie man zu leben hat. Hier gestaltet sich so ein Ding, das man nachher mit ganz neuen Augen sieht, deshalb liegt ja auch die Lupe. Es ist noch nicht so ganz greifbar oder klar, ein Lernprozess, eine Erneuerung auch, ne? Die vielleicht noch so ein bisschen umnachtet ist, also noch nicht richtig greifbar. Man ist noch in der Phase, wo es sich ein bisschen ungewiss anfühlt. Und hier dürfen wir uns einfach immer wieder sagen, dass alles zu unserem besten Wohl passieren soll. Dass Verwandlung eben ein Phänomen des Lebens ist und dass nichts bleibt, wie es war. Und hier beginnt einfach ein neuer Zyklus. Oder auch ein neues Projekt kann sich hier zeigen. Wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass wir einfach achtsam sind und gut aufpassen hier. Dann haben wir die Mitte. Da sehen wir die Zweifel, die mit uns schwingen, was natürlich hier auch klar ist, ne? Wenn sich Dinge transformieren und das Neue nicht richtig greifbar ist, dann fühlt sich das manchmal komisch an, weil wir nie wissen, wo wir rauskommen. Und hier kriegen wir den Schutz mit, ne? Alles, was hier nicht in die richtige Richtung läuft bei den Herzensangelegenheiten, wird uns aufgezeigt. Und zugleich haben wir hier einen großen Schutz für uns, der uns hilft zu verwirklichen. Auf dieser Position liegt ja auch das, was uns an sich hilft, den Transformationsprozess gut zu überstehen. Und da geht es wirklich auch darum, dass man sich sicher ist, dass man selber gut genug ist. Das ist so ein Punkt, der hier ganz wichtig ist. Und egal, was auch passiert ist in der Vergangenheit, man wird geliebt und wertgeschätzt. Wir haben die Herzensangelegenheit da. Vielleicht hat man so das Gefühl, hier kommt mir zu wenig, ich bin nicht gut genug, ich entspreche nicht den Erwartungen von anderen.
ja, ich werde beurteilt auf irgendeine Art und Weise. Und wenn die Karte kommt, ist es einfach nötig, dass wir handeln, dass wir unsere Energie auch schützen, dass wir uns nicht angreifen lassen gehen, dass wir gucken, dass uns gut geht und dass wir uns auch diesen Schutzschild, das das Leben uns mitgibt, bewusst werden können. Es geht darum, die Herzensenergie, die man selber zu vergeben hat, auch an die Menschen weiterzugeben, die einem wichtig sind, dass man im Prinzip Zeit mit Menschen verbringt, die energiespendend sind und nicht energieraubend. Und das Ganze endet dann, guckt euch das mal an, hier haben wir schon wieder den Schutz und die Sterne dazu, in einem geklärten Dasein, in dem man sich so getragen fühlt. Und wir haben hier einen anderen Fokus. Wir haben hier die Klarheit erlangt, die Umstände glücklich transformiert. An diesem Punkt wird uns auch die Magie des Lebens ganz doll bewusst. Gedankenarbeit, da wo wir uns darauf fokussieren, dass etwas gut und liebevoll ist, gibt es auch wieder mehr von dem, das man ins Leben zieht. Und es geht darum, dass wir uns an dem Punkt nicht wieder neue Herausforderungen selbst erschaffen, denn wir sind uns im einen, oder ich sag mal, wir sind uns einig darüber, dass wir eine Richtung, die wir mal genommen haben, auch wieder revidieren können. Wir müssen uns nicht in einem Feld aufhalten, das wir selber nicht mehr für gut empfinden. Und wir sollen uns wirklich darauf konzentrieren, was wir haben möchten und nicht abbringen lassen von dieser Kraft. Aktivitäten reduzieren, aufmerksam sein, das Wesentliche der Dinge erkennen. Und an diesem Punkt ist es dann auch nicht mehr weit, bis man seine eigenen Wunder zum Entfalten bringt. Lieber eins machen, statt vieles und dafür die Qualität nicht gut. Also Qualität statt Quantität, Achtsamkeit statt Zerstreutheit und natürlich sehr viel Liebe in die Dinge bringen. Denn da wird sich auch das dann wieder vermehren, was man investiert. Okay, interessante Transformation. Was sagen uns die Vögel hier noch dazu? Na, der Bienenfresser. Schon wieder. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir, nimm sie wahr, sie sind da, entspanne dich, das Leben trägt dich. Okay, ihr Lieben, dabei belassen wir es. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.